ist wirklich nur tief genug, wenn eine Welle da ist. Problem ist, Dwayne muss wirklich jetzt gleich machen, weil die Ebbe, die wird immer mehr. Das ist gerade wirklich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht. Oder ob es nicht zu risikohaft ist, jetzt sich da rein zu jagen. Guten Morgen. Wir haben 9 nach 7. 9 nach 7 und wir haben hier gepennt. Und da vorne steht Pollex und hält seinen 3 Meter langen Schwanz in die englische Natur. Ich finde so geil, Ed hat auf dem Dach gepennt und das sieht aus wie so eine Nacktschnecke, die sich da so auf dem Dach festklammert. Tut sich was im Zelt? Ja. Top. Wir sind auf jeden Fall älter geworden. Also vor 5 Jahren auf Schlappentow wären um 6 Uhr hier schon Stöcker auf Zelte geschmissen worden, Böller hingeschmissen worden, Flaschen hingeschmissen worden. Und um 8 Uhr hätte das Zelt schon Feuer gefangen. 26. Ja, also früh am Morgen braucht man Wasser und das gilt natürlich nicht für uns, sondern auch für die Zeltpflanzen, alles klar. Schön gießen. Dann sehen wir uns morgen, wenn wir nochmal nachschauen, wie groß das schon gewachsen ist alles. Irgendwo in Bristol oder sowas. Ja, den nehmen wir mit, ist klar. Schönebeck! Friedendorf! Kanab! Altenessen! Wir gehen die Stadtteile irgendwie gerade aus. Ich bin durch für den Rest des Tages. Ja, das ist immer gut, wenn es um 7:45 schon der Fall ist. Haben wir so eine Schnecke? Und da wir nicht bei den Franzaken sind, die eh nicht gefressen werden. Boah, Junge! Kannst du dir vorstellen, dass die das auch essen irgendwo? So alte Haut. Boah, Junge, wie fett wird das Viech. Boah, tschüss, das ist wirklich kein geiles Feeling. Guck dir mal das Haus an. Junge, hey, das wackelt. Die fährt da richtig krank rum. Bah, jetzt hat die geschissen oder was? Irgendwann hat sie... Digga, da ist krank gerade das Viech. Alter, das Kind... Bruder, komm, mach mal jetzt ein Fetty oder was, oder? Oh, nee, jetzt Fetty. Bah. Ja, die hat ja gar kein Gesicht irgendwie, ne? Alter, guck mal, die hat überhaupt kein Gesicht. Die hat nur diese Viecher da. Wirklich wild, kein Gesicht. Die hat echt einmal auf deinen Fuß geschissen. Ja. Hölle! Ja, sehr. Ich schreie sonst nicht so. Hölle! Alter, war gut. War geil. Auf Weltklasse. Ja, war richtig gut, ehrlich. Sieht so witzig aus. Das war melodischer. Oh, ja, das war ein Wachmacher. Junge. Harald, mach Karre auf! Harald! Warum die Karre? Harald hat heute im Auto gepennt und das ist wirklich geisteskrank. Weil, moin.
Er hat wirklich quer auf so eine Bank gepennt. Das heißt, die Beine nicht ausgestreckt, komplett im Takt gepennt. How did you sleep? Very good. Listen to this. My rain sounds to put me to sleep. Look at this. Ja, gut. Only complaint is I could have made that a bit softer. Ja, gut, hier auf so einem Karton zu pennen ist natürlich auch nicht My das ankles. Optimale. So, jetzt aber mal aufstehen hier. Ja, und dann hol mal deine Sachen da auf dem Zelt. Wollte gerade abbauen. Ja, ich bin am Pellets. Film, Jung. Ja, Kehr. Kehr. Was soll ich denn dafür tun jetzt hier? Hol deinen Scheiß da raus. Ja, komm. Mario, Alter. Hier, was ist das? Das muss abgebaut werden und alles. Mach weg. Was ist das hier? Weg damit. Ja, jetzt mal ruhig, mal ruhig. ja. Ich bin ich bin ja am Filmen. Ja, hier, komm, mach weg, Kehr. Ja, sicher. So, jetzt kannst du das Scheißzelt wegschmeißen. Besser ist auch. Ja, da ist eine Windböe durchgefegt. Alter, wir haben auf einem... Vielleicht haben wir auf einer toten Taube gepennt, Jasbeck. Also ziemlich safe sogar haben wir auf einer toten Taube geschlafen. Was das? Aber hab die Wand berührt. Kein Problem hier. Kein Problem hier. Ja, sehr. Der passt aber auch. Einfach drauf. Ja, klar. Kehr, mach grün. Der Junge, der geht jetzt auf Reisen. Mittlerweile sind wir da, wo wir gestern waren. Und jetzt stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Mit welcher von den Scheißideen, die wir gestern gesammelt haben, fangen wir an? Warm-up, Brighton Spot, Crates, Mauern, alles was du brauchst. Nice. Ich habe hier einen Back Free gefunden. Dachte, der wäre super chillig, weil da geht es überhaupt nicht runter und was. Da geht er umso mehr runter. Aber zum Glück haben wir hier unseren Freund und Helfer auch direkt daneben beistehen. Die Mülltonne. Und da sollte es zum Fall der Fälle kommen, dass die nach da fallen sollte. Weil dann ist der Freund und Helfer mit wen zur Stelle. Das ist schon wieder so dumm. Guck mal, dass du das Ding schon triffst, wenn du verkackst. Ja, ich fahr langsam. Dann hast du genügend Zeit, das noch zu justieren. Ich kann auch so drehen und alles. Oh. Ich hab das voll im Griff. Was ist, wenn Jan da hinten landet? Demonstrier mal kurz. Alter, das geht echt schnell. Würde dich so weit voll überfahren wahrscheinlich, wenn du da Ja. Das ist auch wirklich eine scheiß Filmposition hier. Hasse den Onkel. Ui, geil. Lachs, das war irgendwie echt gruselig. Das ist als Spaß angefangen, aber das wurde ernst. Ernst ist jetzt 3 Jahre alt. Ja, ich will da irgendwas draus machen. Der ist eigentlich schon ganz geil. Hab mir eine Line ausgedacht. Den Back Tree, dann Schritt hier dran, hoch und dann hier direkt den Wallflip Tree auf die Mauer. Hier geht es noch weiter nach unten als nach dem Backflip. Aber das macht es dann wiederum auch geil. Dann brauchen wir da 2 Mülltonnen. Da brauchen wir 2 Freunde und Helfer. Genau, Wahnsinn, dass Mülltonne das Synonym für Freund oder Helfer ist. Immer ein Big Flip. Boah, okay. Zack. Hoch, bam, bam. Zack. Da muss man sich schon konzentrieren für. Ist halt wirklich, man muss wirklich jeden Scheißschritt ziemlich genau setzen. Ja, lass mal 1, 2 Wallflips preppen gehen, dann mache ich den Wallflip einmal für sich, um zu gucken, ob das überhaupt gut geht hier, weil mit dieser scheiß Wand, die geht ein bisschen nach unten und da geht es auch ein bisschen nach unten. Hör mal Jan, wo kriegt man so ein Wahnsinnskantenbemessungsgerät? Schnappenstore.com. Ja. Ja, ist easy. Hier, guck mal lieber Stickerkunst an. Alter. Da? Ja, nee, weiter zurück. Das ist so unfassbar dumm, diese Mülltonne als Matte zu verwenden. Da muss ich so krank präzise drauf landen auf dem Ding. Außer Ja, in der Mitte so. ist sie wirklich nicht im Ansatz weich. Boah, der ist gruselig, das ist wirklich hoch hier. Wait, what's your channel? Store! Yeah, I watch you guys all the time. That's Sick. Sora. You're in Sora. Of course, my name is Toby Seeger. And I'm Joshua. Do you do parkour as well? Yeah. Hey, bro, don't touch my bike. Now you can, ja. Fahren wir jetzt. Fahr mal komm. weg. Hey, oh, I'm Buster. Get my bike, fool. Puh.
Das sind wirklich Konsorten von der allerfeinsten Art. Pull the leash. Make a fly. I'm waiting for my friends. Okay. Wait for your friends and then make a fly. Ich war im Modus, dann kommen diese Drecksviecher hier an, ehrlich. Make that you awake it. Ah, gute Male. Boah, wo sind? So, die Viecher sind weg. Jan widmet sich wieder dem Wallflip. Hast du, komm. Ja, Mann. Ja, Sauber. Ja, Sehr geht. schön. Übel safe, so safe. Okay, geil. Alter, ich glaube, ich könnte landen. Ah, okay. Vielleicht. Ich würde da gerne eine Bangerline rausmachen. Ja, die einen arbeiten hart, die anderen arbeiten auch hart. Working hard or hardly working, sag ich. Keine Hasslatte. Ja, bin ja in der Filmposition angekommen. Von hier habe ich echt eine geile Sicht eigentlich auf das ganze Spektakel. Nice. Geil, Junge. Alter, Der geil. war ja perfekt. Oh ja. Den Wallflip, das ist das einzig Schwierige, da rein zu committen. Komm, komm. Ja, war Quatsch schon. Schade, Mann. Du kriegst den Safe schneller hin. Alter, das war perfekt. Das ist wirklich so ein Ding, so eine Line, da ist Lautstärke Quatsch, da musst du wirklich innere Ruhe, Beharrlichkeit, da ist Hype, ist scheiße und das ist scheiße. Okay, komm, der nächste ist es. Ja, sowas von. Zack. Der war so geil. Ich wusste einfach, ich wollte vielleicht noch einen Wallflip oder so eine Scheiße, weil ich hier von der Wand gefangen war. Der war irgendwie confusing, wie der Engländer sagen Ja, würde. ich wusste auch nicht, ob ich mich freuen soll oder ob doch nicht. Ey, das darf ja wohl wirklich nicht wahr sein. Das ist aber auch mal ein Talent, eine Line zu schaffen und sie dann trotzdem noch zu vergeigen. Ich werde nach da gehen, muss noch mal. Also das ist wirklich, ich weiß immer, wie ich das nennen soll, ob lächerlich oder peinlich oder dumm. Ungebildet. Ist das dumm? Ja, dumm. Verwirrt. Dumm. Alles gut, Männer, Ja. ich weiß, wie ich das mache. Komm, das ist er. Ja, da ist Schlapentourenwahl. Okay. Alter Lachs! Ich war wirklich auf dem Weg nach unten, da war die Schuhspitze aber noch ganz lange oben festgeklebt. Digga, in Gedanken habe ich den ersten Strich bei der Krankenhausliste gesetzt. Oh, Alter! da kam aber ein unerwarteter Banger noch mit bei. Junge, ich habe mich fast eingeschissen hier unten. Geil, aber bin ich hyped. Ja, Mann, ey. Da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, weil der Typ, der da wohnt, steht genau da. Und Ed muss jetzt an seinem Fenster vorbei. Ist das geil. Alter Lachs. Also das ist an Dreistigkeit eigentlich nicht zu überbieten. Erst klettert er bei ihm aufs Vordach und dann fragt er ihn, ob er rein darf, weil er nicht wieder runterkommt. Moin. Alter, war übelst korrekt. Ich hab mich in die Bude reingelassen, damit ich jetzt hier runtergehen kann. Hat Ehre, keinen Mann. Bock auf diesen Drop, Junge. Kurze Unterbrechung für eine absolute Empfehlung von uns. Y-Food. Y-Food haben wir die gesamte Schlappentour mit am Start. Das wird immer zwischendurch mal verköstigt. Das ist eine vollwertige und ausgewogene Trinkmahlzeit, die euch 3 bis 5 Stunden satt hält. Liegt zum einen daran, dass das Ganze nämlich 26 Vitamine und Mineralstoffe hat. Und dabei sind natürlich noch laktose- und glutenfrei. Das Ganze gibt es als fertige Pulle, als Pulver zum selber anmischen und natürlich gibt es das auch im souveränen Vorteilspack zu haben. Und wenn euch das nicht reicht, könnt ihr auch einen Riegel futtern. Und für die Veganer unter euch gibt es natürlich auch einige vegane Alternativen. Sollte euch das Ganze jetzt angesprochen haben, dann legt euch gerne auf der Website von Y-Food einmal das Probierpaket zu. Da habt ihr verschiedene Sorten einmal zum Durchtesten parat liegen und das schmeckt wirklich fantastisch.
Und mit unserem Code Schlappen-YouTube könnt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung sparen. Also geht auf den Link in der Videobeschreibung, checkt YFood mal aus und damit geht's weiter im Video. Das sieht schon witzig aus, wenn ihr hier hochrennt. Ja, das ist ja auch, fühlt sich auch witzig an. Wenn übelst aufgewärmt, gerade Plan ist es hochrennen und der Running Pre auf die Säule. Da bist du sowas von da. Ja, ich hab gute Neuigkeiten. Essen 2-1. Zweimal Brumme. Nee, ja, sehr. Lukas Brumme, Lukas Brumme, Lukas Brumme, Lukas Brumme. Oh, jetzt direkt rein oder was? Boah, nee. Ja, gibt ja Motivation. Ah, nochmal gucken oder darf ich nicht? Nix gucken, 2-1 steht es. Alle für Lukas. Ah, komm. Lukas Brumme. Ja, sehr. Ah, wie war das für Lukas? Sorry, Lukas. Der One-Up ist echt wirklich jedes Mal eine fucking Komödie. Ja, komm, Lukas. Alle guten Dinge sind 2, so wie du in Hannover in der ersten. Für Brumme. Na, jetzt muss er aber auch, sonst verliert es an Glaubwürdigkeit. Ja. Wenn ihr jetzt 3-1! Was? 3-1! Brumme? Nee, Wonic. Ah, geil aber. Ja, komm. Ja, komm, wenn ihr jetzt die macht, dann dürft ihr mich auch so best prügeln. Jetzt solltest du machen. Ei, aber das sind wirklich geile Push-Dinger hier. Das sind vor allem große Worte, Alter. Wenn ihr jetzt, dann Jochbeinbruch. Ja, jetzt aber mal lieber mach. Oh ne, jetzt habe ich Angst gekriegt. Ich bin sowas von ready. Die Jungs aus der Kurve glaube ich auch. Ja, das musst du ja jetzt machen. Ist das jetzt das neue Tour-Dingen, wenn sich einer nicht traut? Ja, Schlappentour-Hänger-Kooperation mit der Kurve jetzt. Direkt nochmal. Ist auch viel besser. Ja, viel besser. Hier muss ich jetzt irgendwie meine Hand noch reinstreicheln, dann kann ich mich festhalten. Das ist eine wilde Challenge, ey. Jo. Oh nee! Junge, du warst doch da drin. Ja, irgendwo war ich hab schon ganz gut gesteckt, aber ich muss noch besser rein. Mann. Das Taube hat mir in der Luft abgefangen. Das ist schwer, Mann. Nein! Du warst doch drin, oder nicht? Da war wirklich sturmfreie Bude, alle besoffen. Dinge war schon oben und dann bist du trotzdem nicht reingekommen. Alle guten Dinge sind 13 oder was? Oh. Mann! Alle guten Dinge sind jetzt 14. Mann! Ja, was soll noch weiter? Habe ich halt 2 Tage Muskelkater. Der war sehr low. Ich bin nicht mal mehr konzentriert jetzt. Ja. Gib's einen letzten und dann gebe ich auf, weil es echt wird hart langsam. Musst du mir jetzt nochmal alles geben hier. Ja. Lukas, Brumme, den jetzt ich schaff, darfst du mir auch mal hoch verpassen. Oh, bitte schaff es nicht, Alter. Ja. Mann! Mann! Lukas Brumme! Lukas Brumme! Oh, das fuckt mich ab. 16 Mal oder was weiß ich wie oft. Das kann doch nicht sein. Kann doch jetzt nicht 17, 20 Mal hier hochrennen und gegen den Pöller springen. Boah, ich hätte das Ding gerade am liebsten verkloppt, ne, ehrlich. Komm, nochmal. Ja, natürlich nochmal. Das ist meine Tageschallenge. Damit ich 3 Tage nicht trainieren kann auf Tour. Klebt der nicht mein B-Edit kommen würde. Komm, der nächste ist es. Ja, aber du warst zu weit weg. 4. oder 5. Hing ich da ja. auch nicht in der Ritze, oder? Ja klar, muss ich aber. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon besoffen bei ihr zu Hause lag. Ich direkt schon Finger anwinkel, tut halt weh, wenn du gegenhaust. Aber ich glaube, dann kommst du leichter da rein. Halt wirklich trocken den Finger reinrammen. Ja, das ist schwer, wenn man besoffen schon ist. Komm. Yeah! Yes, 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 yes! Yes! Geht doch! Let's go! Yes! Oh, was eine schwere Geburt! Aber so was von. Also in der Zeit habe ich schon 2 Freundschaften mit Engländern geschlossen. Yes, yes, yes!
sind weitergegangen, wollten eigentlich ans Wasser, um ins Wasser zu springen, aber haben hier was gefunden. Von hier oben dahin einen Backflip. Ja, den haben wir schon häufiger mal gesehen, als wir in Brighton waren. Und ich habe mich einfach nur mal zum Spaß hier gerade oben drauf gestellt. Jeder Ding mal preppen, ich kann für nichts garantieren, aber wenn ich ruhig bleibe, dann kann ich eigentlich dafür garantieren, dass ich es schaffe. Wenn ich den perfekt treffe, dann treffe ich das Ding auch perfekt. Ja. Perfekt, wirklich. Jedes einzelne Mal. Also im Kopf hast du jetzt, dass du das Ding schaffst. Alter Lachs, ist das gruselig. Ich muss mir nur irgendwie in den Kopf bringen, dass das genau das gleiche ist wieder hinten. Dass ich dann safe bin. Boah, die ganzen Leute gehen mir hier auf den Sack, das kann ich eh nicht verhindern. Nee, absolut nicht. Es ist wirklich nur mental. Abgekriegt mental. Also zum absoluten Tunnelblick. Kein Countdown, nichts. Einfach machen. Okay? Ja, ja. Komm, Digga. Tunnelblick. Das ist wirklich inzwischen krank voll hier wieder. Packt einen natürlich ab, wenn man da steht, aber da muss das muss er ausblenden jetzt. Nur du und der Pöller. Komm, Junge, komm. I was close, but I can't think about landing on this thing. I have to leave it, I can't. Schade, Mann. Also das sage ich dir so, wie es ist. Das ist eine der Challenges, die sind völlig okay, die zu quitten. Die kann man und soll man nur machen, wenn 100% Ja geht. Ich weiß, dass es sicher ist, ich weiß, dass ich auf diesem Ding landen würde, aber es macht keinen Sinn, abzuspringen für mich da oben. Es macht keinen Sinn, Das abzuspringen. ist auch völlig absurd. Machen wir uns nichts vor. Also es ist mit die härteste Angst zu brechen, die es gibt, finde ich. Wenn man weiß, dass es chillig ist und geht, aber einfach nicht die Angst, sondern eine Blockade im Kopf ist. Hier im Hinterkopf war so eine Wand. Es geht nicht. Ich kann mich da nicht hinten rüberlehnen irgendwie. Ja, das ist keine Angst, das ist eine Blockade. Ja komm, einfach weitergehen und irgendwas anderes. Hab Hunger. Ja, vor allem brauchen wir Wasser. Apropos Wasser. Das Wasser können gerade gut stehen. Okay, wir sind jetzt an einem Flachwassersprung, hier runter. Das Wasser ist ungefähr so tief, das müssen wir gleich nur auskundschaften. Das Geilste ist, es ist wirklich nur tief genug, wenn eine Welle da ist. Im richtigen Moment ist da sogar gar kein Wasser zum Landen. Dafür muss da aber gleich mal einer rein zum Abtauchen. Da sehe ich persönlich ganz klar hier Ette Paff und Jasper Pollex in erster Reihe. Wir machen das, Junge. Eigentlich wollen wir uns so ein bisschen erwaschen und so, aber wir taten das einfach mal, als wenn wir hilfsbereit sind, abtauchen. Jetzt geht's zurück, jetzt warten und jetzt drin. Wäre zu früh gewesen. Aber die Richtung stimmt. Ja, jetzt wäre gut. Jetzt. Ja. Jetzt wäre ein guter Moment. Oh, fuck. Ist das abgeschnitten, Alter. Es ist komplett willkürlich. Jetzt, ja. Ja, jetzt wäre richtig scheiße geworden. Oh. Wir haben es jetzt 3 von 3 Mal falsch gecallt. Gut, nachdem unsere Einschätzungen da gerade so semi-optimal gelaufen sind, müssen wir doch mal unter das Wasser gucken. Haben wir jetzt zum Glück hier unsere Waschbegeisterten. Ich komme eigentlich nur mit, um mir anzugucken, wie tief das denn im Worst Case noch ist. Unter 5 cm wird kritisch, behaupte ich jetzt mal ganz mutig. Ich glaube, hier war das irgendwo. Da geht es aber auch schlagartig runter, glaube ich. Aber jetzt... Dann hast du eine Millisekunde, hast du das und dann bist du im Leben drin. Guck mal, wie lange das Wasser gleich bleibt. Ja, Jasper Pollex sagte, guck mal, wie lange das Wasser gleich bleibt. Das haben Jasper und ich von oben gerade aufgedacht und es ist nie gleich geblieben. Ja. Jetzt könnte man. Piss gerade. Geil. Boah, das stinkt auch noch wie Sau. Es ist auch noch warm an die Füße alles. Ich gucke mir das noch mal von oben an. Da schmeißen wir uns jetzt hier runter. Ein idyllischer Szene. Ich muss auch sagen, ich habe extrem Bock auf den, weil das halt einfach so geil ist mit diesen Wellen. Das macht es halt einfach spannend. Das Wasser geht merklich zurück und auch die Regelmäßigkeit von einer guten Welle, die sinkt echt extrem. Ich komme langsam dahinter, dass mehr Glücksspiele, als ich am Anfang dachte. Jedes Mal, bis jetzt, wenn ich dachte, jetzt, war es nicht das Richtige jetzt. Waren wirklich 5 von 10, wo wir richtig lagen. Einmal noch so ein Express aufwärmen. Auch wenn das nicht viel mit Sport zu tun hat, ist das punktuell, wenn es nicht ganz nach Plan läuft, schon Hardcore-Impact auf manche Stellen im Körper. 2, 1 und go! Ja, die wäre gut gewesen. Vom Rufen passt es, aber ich muss ja noch zurück und dann noch mal vor und dann noch nach unten. Das ist schon echt ein Zeitfenster ist das. Das wäre so ein Banger, wenn du da liegst und wirklich eine Sekunde nach Bauchaufprall eine Welle über dich gleitet. Ja,
Die wäre gut gewesen. Das ist ein richtiges Studium hier. Okay, da kommt eine. Es ist krank abgesprochen. Jetzt schon dazu sagen, wie nehme ich. Ja. Genau. Ja, den habe ich verpasst. Ich wünschte, ich könnte mir auf die Brust hauen, da hingehen und springen und nicht noch eine Stunde auf die scheiß Welle warten müssen. Dieser arschgefickte Sohn von Ozean, ne? Die wird mir da jetzt eine Matte hinlegen. Und wenn dieses arschgefickte Bastardstück von Ozean das nicht machen sollte, müsst ihr dem das irgendwie heimzahlen, weil ich glaube, ich krieg das dann nicht mehr hin. Für die hinterm Fernsehen, wenn ihr den Ozean wollt, schmeißt eure Plastiktüten in die Kloschüssel. Oh, es ist jedes Mal, die kommt dann und dann diesen Moment erwischt. Ah, no worries, if you wanna jump. Jedes Mal, wenn man sagt, jetzt ist es doch falsch. Das klappt wirklich nicht mal bei 1 von 2. Das ist wahrscheinlich besser einfach zu machen. Deswegen bin ich jetzt hier weggegangen, um ein bisschen Abstand davon zu kriegen. Geht da jetzt hin und dann... Komm, rein spazieren. Ja, das ist doch jetzt mal der Walk to Ocean hier. Komm, Junge. Das Wasser ist sehr low gerade. Ja, das sieht wirklich wild aus. Oh, ich würde dann auf gute 500 Meter schätzen. Vielleicht auch 6. Kommt das so ein arschgeficktes Kind oder was? Boah, der geht mir so hart an die Nerven. Das ist nichts im Verhältnis zu EP1 hier. Problem ist, Dwayne muss wirklich jetzt gleich machen, weil die Ebbe, die wird immer mehr und da wird immer weniger Platz. So ekelhaft. Du siehst den Boden, dann siehst du den Boden nicht, dann ist da gar kein Wasser, dann ist da wieder Wasser. Das ist so eine Scheiße. Aber ich weiß auch, dass wenn ich es jetzt nicht mache, ich die ganze Tour wieder eine Fresse ziehen werde, weil mich dazu abpacken wird. Also er hat nur noch jetzt die nächsten 2 Minuten, würde ich sagen. Sonst können wir die Nummer heute vergessen. Yes! Geil! Alles gut? Ja. Oh, geil! Alter! Boah, das war wirklich einfach nur sowas von Krebs im Kopf und überall. Ja? Ich kann gerade auch mich nicht ganz freuen. Das war wirklich ein Moment im Kopf. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Totenstille. Mir war einfach egal. Es war mir einfach egal gerade. Also mal gut vom großen Cent. Geil, also ich kann nicht viel dazu sagen, aber es ist geil, dass er angekommen ist und lebt. I looked away for 1 second, looked back and he was just f***ing going. That is what you call a split second decision. Ja, Literally. 100%. Ich habe hier oben wirklich gar keinen Bock mehr gehabt irgendwann, ne? Du warst auch wirklich, du hast in die Kamera geguckt, meintest glaube ich keinen Bock. Und auf einmal bist du nach vorne, zurück und rüber gehechtet. Ja, so oft stand ich schon da und wollte eigentlich. Und dann war irgendwas im Wasser, was sich wieder verändert hat gegen meinen Willen. Und im letzten Moment war einfach nur noch, ja, entweder jetzt oder du bist in der Verpackung. Da habe ich mich so gehackt. Ich bin einfach nur froh, dass das durch ist, weil ich stand die ganze Zeit wie der größte Spanner so an. Heiß ist es in England. Wer hätte das gedacht? Ich bin kurz vom Hitzeschlag, glaube ich. Was noch weniger geht als kaltes Wasser trinken, ist unser alter Inselaffe. You have officially lost Schlappentour. I don't care. This is good. Oh, it's cold though. You are disgusting. So, wir müssen unbedingt diesen Zaun hier aufbekommen. Und das Ding ist natürlich bombenfest, wurde mit dem Schraubenschlüssel angezogen. Ich guck mal, ob ich vielleicht eine Zange daraus basteln kann. MacGyver oder was alle hier. Ich sag mal so, also wenn das klappt, dann muss die Person, für die das klappt, auch machen. Fuck, die stand jetzt gerade noch hinter mir. Ah, da hinten ist er. Da hinten ist sie. Ich finde auch geil, dass alle anderen Leute an diesem Strand denken, wir sind hier, um Trampoline zu klauen. Aber es ist nicht das Einzige, was wir machen wollen. Ich glaube, da kommt einer, der es gar nicht witzig findet, was wir machen. Oh, dann lassen wir das. We can't do it. Okay. We can't have people vandalising our stuff. No, of course. I mean, other people see you doing it. We've had it. We lose a lot of money. Yeah, I'm sorry, I can't do it. These are from Germany. That's what's for at the moment. We'll leave tonight, that's the So problem. these are. That opens like that.
We definitely close it. That will drop in there. Do not leave this open. Free running Schlappen. You can see we're all wearing a Schlappen sort of t-shirt. Give us a shout out. Just be careful though, yeah? Yes, thank you. Thank you very much. Mate, honestly, I'm getting goosebumps now. Honestly. Thanks. Alter, das war ja geil. Jetzt hier so einen fetten Schraubenschluss in der Hand oder was? Whatever you promised them, but now it's Sick. Oh my days. Yes, come on. Come on. Yes. We are open for business. Boah, da geht's aber flott in die Aufwärmphase. Ey, da habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet. Jetzt tue sie in Speed Warm-Up rein, um dann in absoluten Full-Sandwich zu schmeißen. Irgendwann um 8:30 abends am gesamten Tag Training. Es ist mittlerweile auch fast dunkel. Worum handelt es sich denn beim Full-Send? Der Frontflip, von da wo Dwayne steht, auf dieses Teil oben drauf, dive voll runter. Ein Drop Frontflip Free. Insane. Also die absoluten Ehrenmänner hier von Brighton Bounce haben uns das Ganze erlaubt, dass wir jetzt hier nochmal rein können und das Tor einfach öffnen können. Also wenn ihr hier seid, checkt hier ruhig mal die Trampoline ab. Könnt ihr hier selber einiges an Flips mal ausprobieren. Alter, jetzt erstmal hier rein. Gar kein Stress, überhaupt kein Stress jetzt hier gerade. Macht ihr bitte gar keinen Stress. Ja. Oh, die Dinger sind so hart. Au. Und vielleicht noch 5 Minuten im Weg. Okay, Jan ist gerade wirklich im absolut stressigen Preppen. Also stressiger kann es gar nicht sein. Weil die Preps hier müssen jetzt wirklich einmal durchkastelt werden. Ja. Die Männer machen noch ein bisschen weich. Einmal auffühlen. Das ist wie hektisch hier. Ja, ich meine, das ist halt ein 2 oder 3 Meter Drop. Fuck, es wird so dunkel gerade. Trotzdem. Guck dir das an, was hier noch los ist. Ja, das ist halt hart. Aber die können wir aufhalten, die Leute. Das ist halt auch nicht genug Run-Up hier. Okay, ich kann nicht mal preppen. Ja. Ein bisschen stressiger jetzt. Die Leute fahren halt jetzt gerade auch alle nach Hause. Hier kommen sie auch in einer Tour. Ah, das ist Quatsch hier, das ist Quatsch. Kommen die Viecher da noch? Ich sehe die Chance-Reihe ziemlich gering. Oder wir machen es morgen früh, wenn hier wirklich nicht viel los ist, können jetzt die Storyline hier beenden und sagen morgen, okay, geht trotzdem. Ich weiß aus Erfahrung, dass jetzt schon leicht Abfuck ist in der Luft mit der Dunkelheit. Ah, okay. Ist gerade wirklich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht. Oder ob es nicht zu risikohaft ist, jetzt sich da rein zu jagen. Aber der steht da wirklich in einer Tour zwischen Leuten. Das ist Quatsch, glaube ich. Das wäre wild, Junge. Das wäre richtig wild jetzt. Oh, das ist so ein Stress. Ich stehe gerade mitten in der Traufe von Menschen drin. Aber auch eher nervige Menschen, wie man gerade sieht. Get out the way! Das ist geil. Ja, komm. Yes, come on. Can you please be quiet? Because you have to focus. Please don't scream or something. Ich jag mich frei, ich guck mal einmal, jag mich einfach krank frei. Ja, einfach rein, Junge. We wanna do it, but he has to focus. Das muss ich noch in einer Tour übersetzen, das ist doch scheiße. Ja, better. Es ist so abgefahren. Ja, aber es ist nur nach vorne. Komm, Junge, es ist noch hell genug, dass du alles eigentlich siehst. Digga, du kannst nicht so weit. Please be quiet. Ich finde das halt richtig geil. So mit den ganzen Leuten, das pusht ihn schon krass. Aber das ist schon gerade ein bisschen nervig, wie man gerade merkt. Yo, guys, can you go back a little bit? Komm, Junge, Fokus. Wenn die das nächste Mal rot haben. Ja. Yes, come on. Stay back, please. Bruder, renn. Yes. Stay back, please. Come on. Get back! Come on. Let's go, Alter! Take this, check it out! Schlappentour 2024! Oder was? Yeah! Yeah! You're the boss! You're the fucking boss, oder was? This is for you!
Thank you. Nur der RWE hier. Alter, was war das für ein Digga? Ich würde normalerweise sagen, dass ich gut mit Stress umgehen kann, aber das war selbst mir eine Nummer zu viel hier. Dunkelheit, Menschen 1000, rote Ampel, alles. Boah, das war so geil, der hat so Bock gemacht, alter Vater. Boah, ich war mir nicht sicher, ob das Ding noch funktioniert, aber alter Lachs, geil. Was ein Ende vom Tag. So was passiert auch wirklich nur auf Tour, ne? Beim Fish and Chips essen haben wir gerade noch gesagt, dass Tour einfach für diese besonderen Missionen ist und dann auch ein paar Stunden später auf einmal diese Madness hier. Was ist das? Holy fucking shit! Ja. Harrison hat die zwei Viecher einfach beredet wie ein König. Dachte mir zwischenzeitlich, hoffentlich wird das nichts mehr. Und dann sah es so aus, als würde es nicht mehr geben. Und er läuft bis da hinten mit den Leuten mit. Und auf einmal ist hier eine explosive Stimmung, da das jetzt doch passiert und alles. Go, let's fucking go. That was sick. Mission ist der Handler mit Boss. Big up Brighton Bounce Amusement Center. Wenn ihr mal in Brighton seid. Big up an Bossman da oben nochmal. You're the Bossman. Ja, dann schüttelt ihm die Hand oder was? Brighton Bounce. Legende. Junge, ich bin durch mit heute. Das war ein geisteskranker Tag. Well done, mate. It was a fucking good jump, mate. Proud of you, mate. Thank you. Yes. Also hier sind nur geile Leute unterwegs. Komplett. Ich hab so falsch geguckt, Alter. Ich wäre wirklich gnadenlos umgenietet worden. Mal kurz auf dem Weg nach Bristol, oder was? Wir haben jetzt gerade ganz linkes Bein, weil das nicht fahren muss, mit Elektroden angeschlossen. Und jetzt steuern wir das Ding mal nach oben. Alter! Meinst du, da geht noch was? Sicher. Junge! Junge! Das ist halt insane gerade. Junge, mach langsam mal aus. Kann man nicht mehr konzentrieren. Ich fahr runter hier. Und dann im Linksverkehr alles. Das ist einfach geil. Da unten ist so ein Haufen, den haben wir weich gemacht. Mitten im Herzen von Bristol hier im Schloss oder Kaiserpark. Ja, machen wir erst den Frontgrip eben. Ja, wir haben den Zaun hier noch, den müssen wir abkriegen. Gestern hast du dir auch schon ein paar Instrumente gebaut. Ja. Das Handwerk liegt nicht jedem. Ich brauch's auch weg, weil ich will ja auch Dive rollen. Radikale Teile vorne, Alter, und ich roll bergauf, das wird richtig wehtun. Ja, das ist Luxus. Das ist perfekt. Kommt direkt in Front. Aber sowas. Das ist auch wirklich nach so einer 1,5 oder 2 Stunden Autofahrt wieder ein Banger Warm-up nach dem Frühstück, der Frontflip hier. Junge! Ist das weich hier unten? Ab in die Dive oder als nächstes? Digga! Willst du mal hochspringen? Ich hab dir gesagt, der ist hoch. Das ist krank hoch für mich, Junge. Ja, wenn du abspringen würdest, wäre das nicht mehr so knapp gewesen. Du bist mit einem Bein hier zwischendurch. War verstörend. Das war wild jetzt. Wilder Warm-up. Alter, das war mein höchster Front, glaube ich, auf Boden so bisher. Also das ist so ziemlich alles, was ich machen muss bei dem Sprung. Das ist quasi wie der Frontflip gerade, nur dass ich da aufhöre, was zu machen. Ich vertraue dem Haufen tatsächlich nicht, aber weil ich die Videos von Dom kenne hier, darf ich nicht einmal den One-Up abbrechen gleich. Das ist wirklich, das wäre lächerlich. Das heißt, wenn ihr jetzt zurückgehst, dann musst du rein. Ah, nicht mal mehr zum Gucken preppen oder so, also gucken oder so. Das hast du eigentlich gerade gesagt. Da hast du recht, wäre auch lächerlich. Ja, komm. Ach fuck, ich dachte Oh, von da willst du jetzt rein? Nee, ich wollte gerade noch mal gucken, aber das lassen wir ganz schnell sein. Also mit Drake kann man wirklich schön spielen. Habt euch mal Spaß. Du bist ein tolles Gesellschaftsspiel. Das macht das umso mehr zu dem Cent gerade. Nein, komm, ich setze einen Joker ein. Du darfst noch einmal. Einmal darf ich noch. Einmal darfst du gucken. Ah, das ist aber nett von dir.
Ja, okay. Ready? Ich liebe blinde Sense. Das war aber einfach nur geil. Das war die schönste Rolle, die ich je gesehen habe. Ja gut, dass das keine Rolle wird, das war glaube ich allen von vornherein klar. Aber das ist ja krank weich, das Ding. Echt? Das war ja scheißegal. Das war ja einfach nur der Wahnsinn, die Landung. Der war so unglaublich stumpf, die Landung. Das war wirklich einfach geil. Ihr habt doch gesagt, nach dem Absprung mache ich nichts mehr. Nur noch das gemacht. Ja. Mit dem Dingen sind wir fertig. Jetzt geht es weiter. Auch nur 100 Meter. Von Crack zu schön. Weil wir sind ja immer noch im Schlossgarten hier. Bisher hat das noch nicht so den Anschein erweckt da mit dem Bauernhof. Das wird quasi von Schritt zu Schritt schöner jetzt. Ja, das stimmt. Die Luft wird auch besser. Nein! Ja! How we doing? Nice to meet you, man. Jetzt, Jungs. Nice to meet you. Ja! Yes! Bock! Ja, welcome zur Schlappentour. Ja, danke oder was? Ja, Kröte ist an Bord. Wie geil ist das denn? Bisschen verspätet, weil das Viech todkrank immer neu ist. I was fucking sick, like very sick. I was in bed for like 4 days, yeah. How are you doing now? Yeah, I think I'm okay. I just get tired a little bit quicker, but like I'm okay. Yeah. So you're ready for tour? no other option. You have to fucking throw me off a bridge and break my leg to keep me off tour, alright? Das hätte er besser nicht gesagt. Ich wachse durch, ich liebe Schwarzenegger, Mann, ey. Der Rille muss in Säckige. Which city? Berliner Bahn. Essen. Düsseldorf. Essen. Essen? Ja. Marco, Essen. There's no city, it's a village. Keep it up. Ach, der Mann, der sieht überhaupt nicht krank aus. Gestern noch auf diesem scheiß Pöller, danach gesagt, dass ich die Dinger trainieren muss. Kommen wir direkt am besten Spot dafür an. Es ist kein schwerer Backtree, aber es ist ein Backtree. Auf dem Bauerland, ein bisschen auf Höhe. Also starten wir Training genau heute. Ich habe keinen einzigen Prep gemacht, aber das sollte gestern schon gereicht haben an Preps. Da waren halt zu viele dabei. Nur wenn du dich rückwärts nach hinten hinstellst, dann macht das überhaupt keinen Spaß. Ja, das gut. ist halt der Grund, warum man die dann auch mal schnell vernachlässigt im Hof. Na, okay. Macht einfach keinen Spaß, nach da zu gucken und nach da zu springen, ohne zu sehen, wohin. Das ist selbst hier scary. Ja, mittiger geht es nicht. Ah, direkt nochmal, das muss man echt reinlernen. Ja, dann aber mal reinlernen. Ist halt wirklich, das ist die Devise für Tour jetzt. Ja, ich meine, wenn der hier schon scary ist, dann ist auch gut, dass du den hier erstmal machst, bevor du dann auf den Pöller gehst. Ja. Nice. Oh, der Besser geht war. in die Handgelenke. Junge, Junge, Junge. Wie kann das denn in die Hand Also den meisten, ehrlich, kennt ihr das nicht, wenn er so staubt im Hand oder Ja, im Kiefer? wenn da das Blut so reinfließt. Handgelenk oder Kiefer. Ehrlich, ich merk's tatsächlich jetzt, wo ich ausgesprochen habe, auch im Kiefer wieder. Jump like it's not far. Oh, da war gar kein Stein mehr. Der rechte Fuß ging komplett nach da. Do you see that? I'm pretending to be pregnant. It's gonna be a boy. You wanna know the name? Yes. Richard. Hello, Richard. Yeah, you can quite see his Pili Pili Bing Bong. Man denkt, wir haben auch jemand genommen wie die Alte eben. Alter Bär. Junge, war dein Kopf nah an der Kante da. Das muss aber auch reichen. Ich habe auch eine kleine Challenge und zwar will ich einen Tunnel Pre machen. Habe ich glaube ich das erste Mal so richtig und letzte Mal Schlappentour 2018 gemacht auf so eine kleine Bank in Wien. Das ist ein bisschen weiter, ein bisschen höher. Mach mal 1, 2 Preps und dann gehe ich hier gleich darüber. Geil. Alter, ich glaube da war ich jetzt schon weit über die Mauer mit meiner Hand raus. Also bin ich komplett runtergesegelt. Ja, perfekt. Ein noch und dann rein. Ja? Sick. Was ist in diesem Park los? Kurz sein Kochbuch da hingeschmissen. Jetzt aber mal in den Jump rein. No, I ain't gonna do it. You are. Do it. Just do it. Do it. Just. Ja, sick. Bristol ist wirklich einfach wild. Echt wirklich, also da ist Upton Park echt ein Luxuspark gegen. This never happens in Upton Park. Yeah. Do it. I'll give you everything in my wallet. There's nothing in there. Don't think
Just do the jump. Commit. Oh, wise one. Yeah, wise words. Testing drugs on us. Which wall was it? Do you know what I mean? It's just jump. There, to that corner. Can you please stay quiet? I need to focus. Yes. And I needed the stick. Ich finde das Wahnsinn. Komm, do the jump. Ja, perfekt. MDMA's better. Yeah, true. You lost your socks. Oh, I've had them. They're older than my kids. Das ist wirklich ein Vibe, wenn man gerade was machen will. Ja. Kann jemand anders Film übernehmen? Ich will zum Auto was essen. Oh, ist das geil. Die Kameramann-Transfers werden auch wirklich immer besser. Das macht keinen Bock, so ehrlich. Nee, das ist echt nicht lustig. Ich will dir was machen, Alter. Das ist scheiße. Ich verstehe gar nicht, warum er so lange braucht. Ja, mach doch, komm. Ja, komm, mach Tunnel Free jetzt. Digga, du sagst uns auch ständig, dass wir so lange brauchen. Da dürfen wir das auch sagen. Komm, du landest die 10 von 10. Moin. Moin. Ganz wieder an Position. Hätte, muss ich noch überwinden. Also, Aber in der Zwischenzeit habe ich Bock auf meine erste richtige Parcours-Challenge wieder. Und zwar den Armjump von der Mauer an die Mauer. Auch das Abspringen mit dem verletzten Bein ist kein Thema. Was soll's, oder? Nein, doch. Ja, Mann. Alter! Geil, Mann! Katzen- und Parcours-Comeback oder was jetzt hier mal? Geil. So, jetzt aber wieder Tunnel Free. Du musst, glaube ich, einen einfach machen. Du wirst dich nicht groß verletzen, wenn du es verkackst. Ich wollte eh 2 im Krankenhaus haben. It's actually really close, the hospital. I checked on Google. It's like walking distance. Oh, sick. Yeah. If you can walk still. Ja! Geil, Junge! Ja, ich wollte eigentlich hier hin, weil ich hier die Hände besser setzen kann und weil es hier Das ist schmaler ja jetzt ist. erstmal egal. Und jetzt habe ich einfach nur gerade gemacht. Kowski! Nice. Ah! Geil, Junge, endlich. Ja! Digga, come on. Ja! Geil, dass es so in einem war. Das war wirklich mehr mental, als ich dachte. Das Eklige ist halt dieser Absprung, dieses Gebeugte. Man guckt noch hin und erst, wenn man wirklich richtig im Flip ist, dann guckt man weg und geht so in den Blindflug halt. Yes, thanks. Heidewitzkehr. Wo sind wir denn da schon wieder gelandet? Wir sind zurück am Haufen, sind wir. Mit dem jungen Herrn. Was ist dein Plan? Gotta do something, mate. My leg's a bit fucked, so let's try and get one jump done. Call it a day. No one's done this, so up and over. Up and over. It's kind of scary It's because because I have very, very high hips, and this is higher than my hips. you're whiter than the color white. Yeah. Basically, if a jump is higher, a hurdle is higher than my hips, it's quite high. Yeah. And when they get high, you start going up and straight down. And they still need to get to the pile. It's far. That's what I'm saying. I haven't even looked at it. It's far, Fucking bro. hell. Maybe I don't make it to the pile and I just land on the floor, but That would be so funny. I might not make it. Yeah, let me piss real quick. Yeah. You take it from here, right? Alter, von hier abspringen, dann sind das schon mal 1,5 Meter bis zu dem Zaun hier. Und danach nochmal 4 oder was? Wird sehr eng. Max, it's gonna be a close call. Yeah, I know. I'm fucking scared. I need to be on this because Aber this is fucking cheating. Guckt euch das mal an hier. Das geht mal gar nicht. Also wurde krank gecheatet hier vorhin. Alter! Alter! Ich hab's knapp verpasst zu filmen. Nochmal. Aber Max hat hier gerade den gesamten Zaun runtergerissen. Fuck, we need to put it back up now. Der Typ ist wirklich so ein Ungestüm. Also der klettert hier über den Zaun und reißt dabei 5 andere Zäune um. Ah, easy. Alright, have the next one. Das sah so krank lustig aus. This is fucking warm-up, bro. Ich hab echt Schiss, dass der scheiß Zaun gleich auf mich drauf droppt. Der kippt in jede Richtung. Ah, it works. Das passt? Das passt. Come on, Max. Chef up the thing. Yeah. I'll take it. Boom. Clap Yes, into it. come on. Come on. Let's get it, Max. Slap into it, man. Get it. Land on the floor, fucking line anywhere. Yes. Fuck you up. We're going. Right? Yeah. Fuck. I'm hyped. Come on. Fucking slap into it. All clear. Come on. Come.
geflogen. Look at this airform. Oh, yes! That's a classic. That's a classic Maximus Warthog. Yeah. Looks like a fucking kung fu kick or something. Yeah, come on. Während die Kröte sich hinten in Laubhaufen jagt, hat Harald eine kranke Power Challenge hier gefunden. What's your plan? Cat pass, pre-plyo. Ich will Cats pre-plyo. I just found Italian. Das ist tatsächlich eine wilde Challenge, also wirklich sehr, sehr wild. Ja, yeah. It's a bit of a scary one to plyo out of, but I think it could go. The only little scary thing is just stairs after bouncing something. Die Treppe stört. Exactly. Ich lerne Deutsch für ein Jahr schon. Oh, that sounded really good. Oh, ein Fußgänger. Komm. Ja. Oi, oi, oi. That was a little bit of airtime on the bouncing. I was like, fucking, when am I landing? This is the powerhouse. Harrison, wie ein schöner Mann. Katze, Blitze, knock mal. Vollgas in die Katze. Yes. Yes, bro. Yes, bro. Bro, you had so much more than enough power than you like. Drüber jetzt mit der Katze, Harrison, Wenn die beiden am Ende der Tour miteinander Deutsch reden, dann hatten wir eine erfolgreiche Tour. Oh. Unlucky, komm. Oi, oi, oi. Boah, das ist ein Power-Moped. Ja, kein Ding, Junge. Die letzte war besser, hm? Gut. Jetzt schon mal gut, ja? Ja! Let's go! Wo holt der diese Kraft her? Ich bin so stolz auf dich, Junge. Hey! I've got to do it again, but like land really shit. Let's go, Hazard. Oh, I need a bigger gap. Yeah! Nice! Let's go! It wasn't the best stick, but I managed to rein it in. I think I made it look alright as well, so 100%. I'll take it. Ja! Guckt euch die Beine an. Alter, ist so stark. Komm, gib Zum Reinbeißen. Der hat halt auch echt ausgebildete Spermarillen, wenn der angespannt wird. Spermarillen sind die Rillen zwischen den Bauchmuskeln. Also Harrison hat richtig fette Spermarillen. Da wird nach dem Erfolg direkt was Neues anvisiert. I'm just going to give it a try and see how hard this is. All that's going to happen is I'm going to bounce it and go down. I've got the man Dwayne down here. He's going to help me if I go on the stairs too heavily. So your plan is to conk pre? Yeah. Let's fucking go. Let's go, bro. I need to try to get as close to that corner as I possibly can. Yeah, to not get the diagnose. Yeah. On the corner, there's no stairs. So if I get the corner and bounce, then it's safe. Dann aber mal rein in die Diagnose. Also ihr müsst euch wirklich mal vorstellen, der Cat Pass Pre, der ist fetter als seine Beine. Und das soll was heißen. Ja. Come on. Oh, yes, safe. Junge. I have to bang it ASAP because that really hurts. These are the least favourable cat pass pre-walls. Oh look, what the fuck is that? Let's go, full power. Come on. Schlappentour, baby. My legs buckled. My legs like buckled like that. Oh. Like this when I was running. Woo. Let's go, Hazard. My legs are fucking buckling. I'm like fucking weak already. Holy shit, that's a thorn bush. That's a thorn bush. Wilde Challenge, aber das erste Mal, dass ich Hazard in dem Modus gerade erlebe. Also ist gerade wirklich im absoluten Power-Modus und genau auf dem Level, wo er halt auch ist, absolute Weltklasse. Wurde bisher einmal gemacht, glaube ich, an dem Spot von Wörki. Und an dem Spot trainieren alle Weltklasse-Athleten oder haben schon mal hier trainiert. Deswegen, das ist eine absolute Ansage, das Ding. Go, come on. Let's go, Harry. Let's go! Come on. Oh! What? What the fuck? Holy shit. I'll take it. Bloody tear. Overshot it. Holy shit.
Fuck! So if you want a program, hit me up, yeah? Exactly. Also wenn ihr so aussehen wollt wie Harry, wenn ihr so Kong Breeze und Jumps wie Harry haben wollt, dann einfach mal den Link in der Videobeschreibung unten draufklicken. Das Viech ist Personal Trainer und macht euch genau zu so einem Viech wie er ist. It goes on. Still relatively warm. Bam, bam, double comb. Full sprint, nice dive, and then keep diving. You exactly know what to do with your hands on the wall. Yeah. Like, yeah, it's one of those things. I don't want to prep it too much. I keep putting my hands on the wall because it's such a sharp ball. It's just wrecking my hands, but... Like if you send it, you fly over it. Yeah, it's just to send and accepting some cuts and pains for the next 2 days. Yeah, fuck it. It's Schlappentour, baby. Hazard ist auf Nummer Madness. Boah, fuck, die Double sieht so geil aus, Mann. Boah. Das aber ohne Bodenberührung. Schlappentour, baby. All yours, come on. Man like Harald, aber auf einer absoluten Full Madness heute. Triologie. Holy shit. Let's go. Come on. Oh, You went fucking hard today. Ich probiere in Deutsch jetzt, ha? Ja, besser ist. Ich probiere. Na, he's a fucking monster. No, Er ist ein Monster. I just knew it would just hurt my hands. No more Kongs for the next 2 days and then we'll be back on it. Come on. Jasper, Dwayne und ich haben jetzt rausgestellt, dass das wirklich das Potenzial zur mit Abstand wildesten Schlappentour jemals hat hier. Mit Harrison noch dabei, dann kommt ja noch jemand, da wisst ihr schon aus dem Intro, Philipp auch noch dabei. Krank gefächerte Extremsportler, wirklich von fast allem was mit dabei. Lächeln! Ja! Ja, Junge! Ein Auto, keine Einfahrt, viele Männers. Das ist das Problem. Versuchen das Ding jetzt mal zur Seite zu schieben und hoffen, dass wir dann hier durchfahren können. Aber mit sie, es ist kein Problem. Ja! Geil! Deutsch. Ja! Komm! Komm! Ja! Das Auto passt da immer noch nicht durch, aber scheißegal. Ah, sauber! Schön auf dem Hügel rollen, das Ding. Yes. Boah, geil, Männer! Sicher passt das. Ja, ich sehe es jetzt, das passt, ja. Hat der gesagt, ich sehe, dass das passt, Kerl? Ja, ich sehe es jetzt, das passt, ja. Irgendwie Alter, so der ist mittlerweile wirklich ein Rohpottler, der Typ. Jetzt aber mal aufs Vollgas. Bisschen nach hier einlenken vielleicht, aber alles scheißegal. Vollgas! Ja! War über sein Bein. Alter! Junge! Komm her! Komm her! Also das war so geisteskrank random, also das war wirklich wild. Der Junge rennt wieder. Ich meine, wenn du jemanden anfährst, muss ich schnell weg, ist klar. Wilko war das Schlafspot hier jetzt. Geil. Alter, der ist ja richtig wild, der Schlafspot. Ja, das ist echt geil. Krank. Alles glatt hier am Boden, richtig nice. Boah, sick.